Ja, hallo? Warum gehst du nicht ans Telefon? Warum denn? Der aus der Werbung geht auch nie ran. Und wo bleibt das Video? Oh. Hi und herzlich willkommen. Heute geht es um das Fujinion XF33mm f1.4 RLM-WR. R steht natürlich wie immer für den Blendenring, WR für die staub- und spritzwassergeschützte Version und LM für den Linearmotor. Das Wichtigste für mich bei einer neuen Festbrennweite ist ja immer, für welche Art von Aufnahmen ich diese einsetzen kann. Und natürlich auch, ob es zu meiner Art von Fotografie überhaupt passt. Denn schließlich gibt es ja auch Brennweiten, mit denen ich nicht zurechtkomme. Mit dem 33er, was im Kleinbildformat genau 50 mm entspricht, hat aber Fuji meiner Meinung nach einen richtigen Treffer gelandet. Zumindest für meinen Geschmack und für die Art von Fotografie, die ich betreibe. Das 33mm, was im Kleinbildformat einem 50mm Objektiv entspricht, gehört für mich genauso zur Grundausstattung von Festbrennweiten wie beispielsweise ein 23mm, was im Kleinbildformat wiederum einem 35mm entspricht. Mit diesen Allround-Brennweiten ist man eigentlich in jeder Situation gut gerüstet. Das 33er lässt sich somit ebenso für Streetfotografie, Reisefotografie, Reportage oder auch Porträts nutzen. Und wer noch keine Festbrennweiten genutzt hat, der sollte das unbedingt mal probieren. Wie die meisten anderen Festbrennweiten von Fuji ist auch das 33er voll kompatibel mit dem neuen 40-Megapixel-Sensor, sprich X-T5 und X-H2. Das 33er überzeugt natürlich aber auch an allen älteren Kameramodellen. Ob das 33er vom Look her genauso überzeugen kann wie das alte 35er f1.4, kann ich selbst leider nicht beurteilen. Bisher hatte ich noch keine Möglichkeit, die beiden Objektive zu vergleichen. Mich persönlich hat es aber schon in seinen Bann gezogen und ist momentan eins meiner Lieblingsobjektive. Das 33er ist eins der schärfsten Objektive von Fuji, die ich bisher in den Fingern hatte. Schon bei Offenblende von 1.4 ist es auch in der Bildmitte schon recht scharf, was natürlich zu den Rändern hin wieder etwas abnimmt. Wer es noch schärfer mag, der muss eben wie bei fast allen Objektiven abblenden. Mit dem neuen 40-Megapixel-Sensor der X-T5 oder X-H2 profitiert das 33er natürlich auch von der höheren Auflösung. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, ist der Look sowie die Farben direkt aus der Kamera bei RAW-Aufnahmen. Man erhält hier durchaus Ergebnisse, die man eigentlich gar nicht bearbeiten muss. Wenn wir jetzt schon bei der Bildqualität sind, dann kommen wir auch gleich zum Bokeh. Der optische Aufbau besteht aus 15 Elementen in 10 Gruppen, inklusive 2 asphärischen Linsen und 3 ED-Elementen. Die größte Blendenöffnung ist 1.4 und die kleinste Blende ist 16. Somit haben wir hier 22 Blendenstufen. Mit 1.4 besitzt das 33er schon eine enorme Lichtstärke und lässt sich so optimal für Lowlight oder auch für die Nachtfotografie nutzen. Aber auch das Bokeh kann sich sehen lassen. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Das Bokeh ist cremig weich und lässt sich so natürlich auch zur Freistellung von Objekten nutzen. Was den Autofokus betrifft, ist das 33er wahrscheinlich eines meiner schnellsten Objektive. Durch den leistungsstarken Linearmotor kann man nahezu geräuschlos fokussieren. Bisher konnte ich weder beim Fotografieren noch beim Filmen Geräusche wahrnehmen. Und es gab auch in keinem der 3 Fokusmodi irgendwelche Probleme mit genauem oder schnellem Fokussieren.
Wie schon erwähnt, kann das 33er mit seiner Offenblende von 1.4 auch bei Lowlight überzeugen. Und mit dem eingebauten Stabi in der X-T5 benötigt man auch nicht immer gleich ein Stativ, denn das schleppe ich nur ungern mit mir herum. Mit 1.4 kann man noch etwas besser das Restlicht nutzen, muss den ISO nicht so pushen wie beispielsweise bei den f2 oder f2.8 Objektiven und erhält somit auch saubere Ergebnisse. Sollte das Restlicht mal nicht mehr ausreichen, dann muss man die Kamera eben auflegen oder das Stativ nutzen. Im Lieferumfang des 33ers sind wie immer die Objektivdeckel, ein Einschlagtuch sowie eine Sonnenblende enthalten. Die Sonnenblende ist aus Plastik und relativ groß. Mir persönlich aber mal wieder etwas zu groß. Aus diesem Grund habe ich diese dann auch gleich gegen eine kleinere von H-Auge ersetzt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wie zu erwarten ist das 33er top verarbeitet und besteht größtenteils aus Metall, was man ja auch bei einem Preis von 800 € erwarten kann. Der Blendenring rastet sehr schön und lässt sich für den Automatikmodus auch feststellen. Auch beim Fokusring gibt es absolut nichts zu meckern. Er ist nicht zu leicht und nicht zu schwergängig. Für 800 € erhält man also ein top verarbeitetes und wetterfestes Objektiv. Und nicht zu vergessen eine Offenblende von 1.4. Kommen wir jetzt zum Schluss nochmals zu den Alternativen. Einen direkten Vergleich kann ich aktuell nur zum 35 mm f2 machen. Hierzu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Alle anderen, beispielsweise auch die von Wildrox, hatte ich bisher noch nicht in den Fingern. Von daher will ich mir hier auch kein Urteil erlauben. Das 33er tritt mit 360 Gramm an, während das 35er nur 170 Gramm wiegt. Und wie man hier im Video sehen kann, gibt es schon einen deutlichen Größenunterschied. Der Filterdurchmesser des 33ers beträgt 58 mm und der Filterdurchmesser des 35er beträgt 43 mm. Größe und Gewicht sowie die Ausstattung und natürlich die Offenblende von 1.4 spiegeln sich auch im Preis wider. Das 35er ist für 400 € zu haben, während das 33er dann das Doppelte kostet. Wer die Offenblende von 1.4 nicht benötigt und lieber klein und kompakt unterwegs ist, der sollte sich dann für das 35er entscheiden. Wenn ich mich zwischen beiden Objektiven entscheiden müsste, dann würde ich jederzeit dem 33er den Vorzug geben. Vor allem natürlich wegen der Offenblende von 1.4 und dem Look, den man damit erzeugen kann. Das 33er hat sich seinen Platz bei mir also absolut erarbeitet. Wenn ihr noch Fragen zu diesen beiden Objektiven habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte auch noch einen Like. Das war's von mir für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.